Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Supreme Commander erhält überraschend nach Jahren ein neues Update. Tempest Rising testet erneut seine dritte Fraktion im Multiplayer. Empire Eternal hat einen neuen Namen. Erneutes Gameplay aus C&C Firestorm deutet Release an. Und Dawn of War 4 hat endlich einen Release-Termin. Also schnell noch auf den Abo-Button hämmern und dann geht's los. Wir beginnen unseren kleinen Wochenrückblick mit einer Meldung, bei welcher ich mir erstmal verwundert die Augen reiben musste. Denn das auch heute noch grandiose und mit zu den besten RTS-Spielen aller Zeiten zählende Supreme Commander samt dem noch besseren Standalone-Add-on Forged Alliance haben diese Woche tatsächlich ein offizielles Update erhalten. Wie es scheint, gehören die ehemaligen Gas-Powered Games-Titel mittlerweile zu Square Enix, welche wohl ein Team beauftragt hat, alte Spiele am Leben zu erhalten. Daher verfügt die Steam-Version, wie übrigens jetzt auch Sleeping Dogs und Just Cause 3, über Cloud-Saves und wohl auch Steam Deck-Support. Die Frage ist nur, warum? Denn notwendig war das dank dem FAF-Launcher, durch welches Supreme Commander bis heute verbessert wird und eine noch nach wie vor große aktive Community vorweisen kann, eigentlich nicht. Von einem Supreme Commander 3 zu träumen, wäre aber wohl zu viel. Oder? Tempest Rising takes place in a fictionalized version of 1997 in an alternate timeline where the Cuban Missile Crisis ended in disaster. Ja, Tempest Rising und seine VT. Was offiziell nur kurzfristig rausgecuttet wurde, um einen Release in 2025 zu ermöglichen, wurde mit jedem vergangenen Monat zusehends zum Running Gag. Denn auch nach über einem Jahr fehlt von der dritten spielbaren Fraktion im Command & Conquer Erben jede Spur. Zumindest bis jetzt. Denn nach erster Beta-Testphase im Dezember steht nun vom 27. Mai bis zum 10. Juni ein weiterer Playtest für die VT an, um diese für den Multiplayer zu balancen. Der Test wird für jeden frei zugänglich sein und sich über alle 26 verfügbaren Maps erstrecken. Besser gesagt, hier wird der finale und vollständige Spielumfang getestet mit bis zu 6 Spielern samt Spectator-Modus. Tempest Rising bekommt ihr übrigens aktuell hinterhergeschmissen, denn bei meinem Partner Instant Gaming zahlt ihr nur 4,70 € für das sehr gute ATS-Schwergewicht. Von daher klare und uneingeschränkte Kaufempfehlung. Mit jedem Kauf über meinen Partnerlink auf Instant Gaming unterstützt ihr zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. Tempest Rising launches April 24th on Steam. Those who pre-order the deluxe edition will receive 7 days of advanced access, giving players an early glimpse at the global conflict and the secrets that lie beneath the roots of the growing Tempest. Welcome to Tempest Rising. Get ready to fight like hell. Es ist nur eine kleine Meldung, aber immerhin ein gutes Lebenszeichen. Imperium Eternal ist der neue Name vom ehemaligen Empire Eternal und damit eine klare Abgrenzung zu Empire Earth, obwohl es sich nach wie vor um den spirituellen Nachfolger vom RTS Urgestein handelt. Warum Epo Games und Publisher Microbros diesen Schritt vollzogen haben, ist nicht bekannt. Es wird aber wie immer auf ein kollidierendes Rechteproblem hinausgelaufen sein. Zum Spiel selbst kann ich euch bis auf einen leicht überarbeiteten Trailer leider nichts berichten. Demnächst soll aber ein neuer Devblog folgen, der sich um die Verbesserungen bei Bewegungen, Kollisionen, den Kampf und das Sammeln von Ressourcen widmet. Dementsprechend gibt es dann ein extra Video mit allen Details.
Establishing battlefield control. Stand by. Mit Command & Conquer Firestorm entsteht aktuell ein von Fans entwickelter Team-Shooter, welches sich an Battlefield orientiert und welcher der Nachfolger zu Renegade X sein wird, während die Story auf dem gleichnamigen Firestorm-Add-on von Tiberian Sun basiert. Überraschend ist diese Woche erneut frisches Gameplay zum Shooter im Netz gelandet, welches sich diesmal vor allem auf die Fahrzeuge im Spiel konzentriert. Das Gameplay macht dabei einen überraschend fertigen Eindruck, weswegen es jetzt wohl auch, nachdem wir erst vor kurzem anderes Gameplay zu Gesicht bekommen haben, ernst werden könnte. Aktuell läuft die wohl letzte Closed Beta, auch wenn das so nicht kommuniziert wurde. Nach knapp 10 Jahren Entwicklung wäre es dann aber auch mal an der Zeit. In the grim darkness of the far future, there is only one. Das wohl mit Abstand wichtigste ATS dieses Jahr ist Warhammer 40k Dawn of War 4, welches nun mit dem 17. September auch endlich einen Release-Termin bekommen hat. Darüber hinaus erscheint das ATS-Brett in 2 Versionen. Als Standard Edition, welche lediglich das Grundspiel enthält, sowie als Commander Edition, welche neben dem Soundtrack auch die beiden folgenden DLC-Inhalte beinhalten wird. Und hier wird spannend. Neben kostenlosen DLC-Inhalten, die den Kreuzzugmodus, einen Missionseditor und vor allem neue Skirmish- und Multiplayer-Maps ergänzen, sind die beiden Story-DLCs, die, wie gesagt, in der Commander Edition direkt mitgekauft werden, super spannend. So erzählt der erste davon die Prolog-Story der Blood Ravens, die sich schwer angeschlagen auf dem Planeten Kronos retten, also dem generellen Austragungsort von Dawn of War 4. DLC 2, Aftermath, wird dann 2027 die Story hinten raus erweitern und eine komplett neue Kampagne samt neuer Fraktion einführen. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber trotzdem. Deutsche Sprachausgabe scheint es trotz komplett deutscher Entwicklung nicht zu geben, was vor allem die grandiosen Cutscenes etwas abwertet, aber leider mittlerweile der Standard geworden ist. Nächste Woche dreht sich hier dann alles um Pioneers of Pagonia, die mit Freibier-Update und ersten Story-DLC an den Start gehen. Und dann wäre da ja noch die große The First Explorer-Überraschung. Seid ihr also mal gespannt und hey, hier verpasst ihr natürlich nichts. Cronus remembers only victory.